Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wie es zu erwarten war, sind auf EU8 wirklich alle Rekorde gefallen. Es ist wirklich, es gibt keine Klasse, wo es gefühlt keinen neuen Rekord gibt. Ja, also das werde ich euch auf jeden Fall gleich zeigen. Ansonsten haben wir hier gestern zum Black Weekend Event haben wir einen sehr coolen Push auf jeden Fall hingelegt, von Stufe 75 auf 152. Ich weiß nicht in wie viel Zeit auf jeden Fall. Falls ihr das nachschauen wollt, dann könnt ihr sehr gerne bei mir auf YouTube hier unter der Region live vorbeischauen. Ja? Dort ist der Stream von gestern noch enthalten. Cooler Push auf jeden Fall gewesen. Und dann wollte ich euch noch mal ganz kurz darauf hinweisen, ja, für die Leute, die sehr gerne bei Holy bestellen, und vielen lieben Dank für die ganzen Bestellungen, die jetzt auch über die Black Weekend Week reingegangen sind, über meinen Rabattcode Dorza, wo ihr euch 10% sparen könnt, ja. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Habt ihr bis morgen noch Zeit? Dort ist auch noch eine richtig fette Aktion. Die Black Week endet morgen bei Holy um 16 Uhr. Am 28.11. um 16 Uhr endet das Ganze. Und ihr habt bis dorthin noch Zeit, die limitierten Sorten zu kaufen. Einmal Waldmeister und Wildbeere haben wir hier im Angebot. Dann Butterfly Bubblegum. Schmeckt so wie Hubba Bubba von früher, wer das kennen sollte. Gibt es nur zu Black Friday, ja, hier bei Holy. Ansonsten das ganze Jahr lang über nicht. Kann ich sehr empfehlen. Gefällt mir persönlich sehr gut. Und die Aktion, von der ich hier geredet habe, die läuft, wie gesagt, noch bis morgen. Und zwar verlosen die einfach ein Auto in Wert von 30.000 Euro. Ja? Pro 10 Euro Bestellwert sicherst du dir ein Los, gewinne mit etwas Glück das Squadmobil. Das heißt, 10 Euro ist ein Los, 20 Euro sind 2 Lose, und umso mehr Lose ihr habt, umso höher ist die Chance, gezogen zu werden, ja, für das Auto. Könnt ihr gewinnen, also wenn nicht jetzt mitmachen, wann dann? Oder eine PS5 könnt ihr gewinnen, oder ein Neon Sign, oder ja, eine von 100 mal 100 Euro Holy-Gutschein. Also ist auf jeden Fall einiges zu gewinnen. Des Weiteren sind hier alle Pakete zusammengestellt, es ist alles aufgestockt. Da könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gerne reingehen. Und wie gesagt, über meinen Code in der Beschreibung unten spart ihr euch 10% mit dem Code Dorza, mit Dorza 5%, ja, und wie gesagt, bis morgen habt ihr da noch Zeit. Es herrscht jetzt auch gerade eine Blitzaktion. Ja, das haben die vorhin gerade angekündigt. Wir haben es jetzt 14 Uhr, wo ich das Video aufnehme. Um 12 Uhr haben sie gesagt, für die ersten 1000 Bestellungen, ich weiß nicht, wie schnell die 1000 Bestellungen zusammenkriegen, packen die in ihre Bestellung noch ein Mystery-Item rein. Das kann ein Shaker sein oder Probierpackungen oder irgendwie sowas. Also falls ihr bestellen wollt, dann wäre auf jeden Fall jetzt auch der richtige Zeitpunkt. Wie gesagt, bis morgen habt ihr noch Zeit, hier dran teilzunehmen. Einfach nur bestellen, und falls jemand von euch das Squadmobil in Wert von 30.000 Euro gewinnt, einer von meinen Zuschauern, ja, schreibt mir bitte, das wäre unglaublich geil, dann würde ich sogar sehr gerne euch dazu einladen, mal eine Fahrt mit mir zu machen, beziehungsweise andersrum, ich würde eine Fahrt mit euch machen, weil ist ja dann euer Auto, ne? Also das würde ich auf jeden Fall sehr feiern, falls jemand von meinen Zuschauern gewinnt. Das wäre richtig nice, ja. So, ansonsten gucken wir auf EU8 rein. Es sind, wie gesagt, wirklich einige Rekorde gefallen. Ja, es wurde alles über den Haufen geschmissen, was die vorherigen Rekorde anging. Und ihr seht schon, dass hier einige Leute jetzt über das Wochenende auf 300 gepusht haben. Am besten sieht man die Rekorde im Discord, beziehungsweise gibt es da auch eine Rekordliste. Wir haben hier oben zum Beispiel noch den alten Demon Hunter Rekord, beziehungsweise den schnellsten Rekord überhaupt auf Stufe 300 zu pushen, und das war halt in 10 Tagen mit dem Demon Hunter, damals am 27.08. Das wurde jetzt, der Rekord wurde eingestellt. Jetzt ist es aktuell so, dass der Renner Wade den 300er Rekord gebrochen hat mit dem Demon Hunter, beziehungsweise von allen Klassen auch gleichzeitig, ne, den Rekord gebrochen hat und hatte von 10 Tagen den Rekord auf 9 Tage minimiert. Ja, hier haben wir dann einmal, hier steht halt Level 300 mit dem Demon Hunter in 9 Tagen, aber auch gleichzeitig halt 2 Rekorde aufgestellt, und zwar Stufe 300 halt mit jeder Klasse. Ja, also der Demon Hunter ist jetzt die Klasse, die jetzt am schnellsten auf Stufe 300 innerhalb von 9 Tagen halt eben gekommen ist, und das ist schon ziemlich krass. Ja,
Dann haben wir hier den Rekord für den Kundschafter von Tepakat. Ja, herzlichen Glückwunsch auch an der Stelle. Auch innerhalb von 9 Tagen geschafft. Da würde mich mal interessieren, ja, das muss ja dann zeitmäßig wirklich so getrackt worden sein, dass das vielleicht ein paar Minuten oder Stunden später passiert ist als hier der Demon Hunter Rekord. Ja, der Rekord war vorher bei 16 Tage, ist jetzt auf 9 runtergegangen. Also wirklich, der Serverstart, der jetzt zum Black Friday immer rauskommt, ich denke mal, nächstes Jahr wird es das auch wieder geben in Kombination so. Das sind jetzt die Server, wo halt wirklich das eine Mal im Jahr die Rekorde gebrochen werden können. Weil die Konstellation aus Serverstart, Elevator und ja, Black Friday Event, das gibt es halt nur einmal und das ist wahrscheinlich immer so zum Ende des Jahres Richtung November. Ja. Dann wurden gestern auch gerade neue Rekorde gebrochen. Wir haben hier einen Jacked the Hammer Rekord mit dem Necromancer. Gut, das ist, weiß nicht, das ist ja jetzt natürlich das erste Mal, ne, dass es aufgestellt wird von Seidel. Auch auf EU8 natürlich in 10 Tagen. Ja, GZ auch dazu. Dann von Reckless haben wir hier einen neuen Rekord mit dem Baden, Stufe 300. Innerhalb von 10 Tagen war vorher auf 12 Tage. GZ auch in die Richtung auf jeden Fall. Dann noch ein Rekord. Es ist unglaublich, ja. Schafe hat den Rekord gebrochen mit den Assassinen auf Stufe 300. Auch in 10 Tagen geschafft, war vorher bei 11 Tage, war ziemlich knapp. Und dann gestern Abend noch gegen 11 fast ist hier noch ein Rekord gefallen, und zwar von Vars, der hier den ja, Jack the Hammer Rekord, also Jan den Hämmerer, mit dem Battle Mage innerhalb von 10 Tagen geschafft hatte, war vorher bei 18 Tage. GZ an euch alle. Das ist auf jeden Fall wirklich einiges, was hier passiert ist auf dem Server. Ich habe damit gerechnet, dass die Leute ja, Rekorde brechen, aber dass das wirklich auf allen Ecken und Enden mit jeder Klasse und da ja, so viel hier aufgestellt wird, so viel eingestellt wird an alten Rekorden, ist wirklich unglaublich. Ja. Hier haben wir Reckless, ja. First 200 in 3 Tagen, First Level 300 in 10 Tagen, New Record. Ja, haben sie sich natürlich auch sehr stolz in die Beschreibung geschrieben. Würde ich auch machen, so an der Stelle. Ja, erster Asser, Stufe 300 hier von Schafe. Dann haben wir hier auch einen Rekordhalter, ja, an Tag 9 mit dem Kundschafter, ja, auf Stufe 300 gespielt, das Ganze. Dann hier der Vars, ja, der hier den Battle Mage Rekord mit dem ja, Jack the Hammer war das gewesen. Ne? Und ja, war hier der Renovate, genau, hatte hier auch. Ja, das war ja derjenige, der den Allzeitrekord jetzt mit jeder Klasse quasi, aber es ist halt eben mit dem Dämonenjäger passiert, geschlagen hat. Und ja, das ist halt eben ich gucke nochmal ganz kurz hier. Ja, genau, der All-Time-Rekord mit jeder Klasse. Genau. Und auch ganz interessant, hat hier in der Beschreibung zu stehen, hat jetzt 90.000 Pilze anscheinend gekostet, der Push bisher bis auf Stufe 300. Also es ist natürlich auch nicht wenig, was dafür in die Hand genommen wird. Aber, jetzt muss man ganz vorsichtig sein, weil es sind wirklich extreme Summen trotzdem, ne? Aber im Vergleich zum letzten Jahr war ja der Rekordserver auf W60 quasi gewesen und da hatte ja damals Melendez mit dem Krieger so den All-Time-Rekord aufgestellt, ne? Und der wurde ja inzwischen auch schon wieder ein paar Mal gebrochen so und nur die Konstellation war letztes Jahr halt eben so geil, dass man dort halt gefühlt mit jeder Klasse das hätte schaffen können. War natürlich auch expensive as hell und wenn ich mich daran erinnere, dass Melendez da teilweise 35.000 Pilze für einen Dungeon-Gegner gebraucht hatte. Das war natürlich auch der teuerste, ne? Aber die Pilzkosten sind damals, glaube ich, etwas höher gewesen als jetzt bei diesem Push, ne? Und wir bedenken auch, damals war der Dämonenjäger auch noch balance-technisch natürlich ein anderer gewesen. Die Klassen ändern sich natürlich auch mit der Zeit und werden eventuell besser oder schlechter gemacht, ne? Was mich tatsächlich wirklich extrem wundert, ist, wir haben in den Top 31 wirklich keinen einzigen Berserker. Die Klasse, die wirklich mit Abstand
die beste Dungeon-Push-Klasse in der Vergangenheit gewesen ist hier einfach mal gar nicht vertreten. Es hat bis heute jetzt noch keiner Stufe 300 mit einem Berserker geschafft auf dem Server hier. Hat keiner gemacht. Ja? Die Geschickklassen sind wirklich momentan gerade, man kann es nicht anders sagen, die sind im Moment Meta. Ja? Und wenn wir jetzt hier weiter runter scrollen, dann sehen wir auch wirklich nach wie vor sehr, sehr viele Dämonenjäger. Kann ich euch auch wirklich sehr ans Herz legen, falls ihr wirklich einen sehr erfolgreichen Server-Start spielen wollt. Die Klasse ist wirklich extrem krank. Ja. Hier unten, falls ich mich jetzt nicht verguckt habe, ist der erste Berserker auf Platz 57, Pure. Ja. Also das ist ja wirklich absolut krank. Also das verwundert mich wirklich heftig. Ich muss mal ganz kurz, wir können ja jetzt die Statistiken mal abchecken. Ja. Wir gehen mal ganz kurz in den Webshop rein und schauen mal, wie die Aufteilung der Klassen ist auf dem Server hier. Das würde mich mal auch persönlich sehr interessieren. Wir gehen auf EU8, gehen dann auf die Analysen und dann sehen wir, ist natürlich ein sehr Nekromant dominierter Server, weil es natürlich, hier ist die Klasse mehr oder weniger drauf released. Also sie wurde natürlich vorher schon released und es haben Leute auf alten Servern gespielt, aber der erste Server ist halt EU8 gewesen mit dem Nekromant, deswegen ist das der Nekromanten-Server. Deswegen spielen ihn hier halt auch eben viele. Viele wollten ihn anfangen. Oh, aber was mich wundert, Berserker kommt direkt dahinter. Berserker haben wir direkt auf Platz 2 mit den meist erstellten Chars hier auf dem Server. Das wundert mich aber. Das müssen, ja, es sind anscheinend keine Hardcore-Push- ja, Rekord-Hunter, Berserker, so, sondern wahrscheinlich eher, okay, ja, ich pilz vielleicht mal rein, ich spiele vielleicht auch Free-to-Play, ich nehme die Sache vielleicht auch ein bisschen ernster, aber keine Chars, die in den Top 10 auf jeden Fall mit dabei sind auf dem Server hier. Magier haben wir dann als nächstes, was mich erstmal wundert, aber nach kurzem Überlegen sage dann, okay, nee, wundert mich eigentlich nicht, weil der Magier ist, würde ich mal sagen, so ein bisschen ein Counter gegen den Nekromanten, weil der Nekromant kann halt keine Fähigkeiten, keine Sachen beschwören gegen den Magier. Deswegen haben den vielleicht in weiser Voraussicht hier auch viele genommen. Ansonsten ist der Magier, würde ich tendenziell sagen, eher eine etwas unbeliebtere Klasse auf neuen Servern. So hatte ich das zumindest beobachtet in der Vergangenheit. Ne? Aber das kann natürlich sein, dass der hier vielleicht so ein bisschen in erster Linie ein Konter ist. Dann kommt erst der Dämonenjäger, Assassine, Kampfmagier, Kundschafter, Krieger, Bade, Druide. Also ich muss auch persönlich sagen, der Druide und der Bade sind auch meiner Meinung nach, also nicht meiner Meinung nach, sondern meines persönlichen Empfindens nach interessieren mich die Klassen am wenigsten, Bade und Druide. Das sind so Klassen, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen, mit denen kann ich mich nicht identifizieren, da kann ich auch nicht zu viel zu sagen, weil ich da mit denen keine Erfahrung gesammelt habe. Das sind einfach Klassen, wo ich die Klassenfähigkeiten jetzt nicht so feiere und deswegen sage ich so, okay, mich pusht die Klasse irgendwie nicht. Ich finde die nicht so geil. Ich finde die anderen Klassen deutlich interessanter. Krieger finde ich cool, Kundi finde ich auch nett auf jeden Fall, aber am spannendsten finde ich halt jetzt im Moment gerade die Nekromanten auf jeden Fall auf dem neuen Server, aber ansonsten bin ich halt eben Fan vom Magier, Kampfmagier, so, ne? Aber so hat halt jeder seinen eigenen Stil. Wenn ich einen neuen Server auf Tryhard pushen würde, zum Anfang würde es der Dämonenjäger werden, so, ne? Wenn du auf stark PvP im Late Game aus bist, dann nimmst du einen Assassin, ne? Ich hatte dazu ja auch mal ein Klassenvideo gemacht auf meinem Kanal. Falls ihr da mal vorbeischauen wollt, könnt ihr das natürlich auch sehr gerne tun, hier auf Playlisten. Das habe ich auch geedit in der Vergangenheit. Dann habt ihr hier direkt die Playlist am Start. Und da hatte ich das erklärt, welche Klasse ist am besten im PvP. Dort wurden alle Klassen gegeneinander aufgewogen und da hat sich halt rausgestellt, dass overall der Assassine im direkten PvP, unabhängig vom PvE, mit am stärksten ist, ja. Könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen hier bei den Playlisten. Da sind so die nützlichsten Sachen, Tipps und Tricks auf jeden Fall drin. Jo, das sind so die Neuigkeiten im Shakes & Fidget-Universum. Es ist einiges passiert hier und ich bin gespannt, ob die Leute auch noch in Richtung 400er Rekord gehen. Das Ding ist ja, dass du nachher gegen Ende 400 oder ich sag mal Mitte 300 anfängst, Dungeon Pause zu machen, wenn du Tryhard spielen willst. Das heißt, der Stufe 400 Rekord ist ein bisschen gekünstelt, weil halt viele Leute dann nachher ab Mitte 300 oder so nicht mehr Dungeons pushen,
sondern sich die aufsparen und dadurch wird der 400er-Rekord halt eben so ein bisschen, ja, der ist halt nicht mehr so real irgendwie, ne? Weil halt dieses Dungeon-Pausen-Thema aufgekommen ist, was ich übrigens auch hier in der Playlist mal behandelt hatte, falls jemand fragt, was hat es damit auf sich hier, das hatte ich hier mal erklärt gehabt, ne? Und dadurch ist dieser 400er-Rekord, ja, da pushen halt nicht viele drauf, weil die meisten halt Dungeon-Pause machen. Und deswegen ja, ist der so ein bisschen schwierig, sag ich mal, zu begutachten. Ja, aber mal schauen. Vielleicht machen die Leute weiter. Ich weiß nicht. Es kommt ja jetzt auch bald der Legendary Dungeon. Mitte Dezember wahrscheinlich wieder so. Na, werde ich euch auch auf jeden Fall informieren, wenn es soweit ist. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank auch für den ganzen Support, den ihr mir jetzt über das Wochenende entgegengebracht habt. Alle Nachrichten, die ich bekommen habe, dass Leute meinen Code eingelöst haben. Ich habe so gut wie alle Screenshots gesehen, habe sie auch auf Instagram repostet, falls es da ja, Leute mir geschickt haben. Auch die ganzen Nachrichten, auch die ganzen Bestellungen bei Holy. Das weiß ich auf jeden Fall auch sehr zu schätzen und deswegen vielen lieben Dank auf jeden Fall. Das weiß ich alles wirklich. Ja, ich wiederhole mich wie eine Schallplatte. Ja, ihr wisst Bescheid. Ne? Gut, Leute, das war's soweit von mir. Ich verabschiede mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.